Ein fulminant visionäres Moin. Herzlich willkommen zur Leuphana Utopie-Konferenz 2021. Hier live aus dem Zentralgebäude der Leuphana Universität in Lüneburg. Und ein ganz herzliches Willkommen zum Auftakt aus unserem Camp-Magazin. Wir freuen uns, euch die kommenden 2 Tage ein bisschen begleiten zu dürfen durch das, was jetzt vor euch liegt. Und ihr seid genau richtig, ihr habt das richtig gemacht, ihr habt eingeschaltet und du hast eben schon gesagt, wir gehen campen und das tatsächlich wortwörtlich. Wir haben alles, was das CamperInnen-Herz braucht. Wir haben Marshmallows. Leider noch kein Feuer, aber wir haben auch noch keinen Brandschutzexperten, da warten wir lieber noch. Wir haben einen Liegestuhl, um es bequem zu machen. Wir haben eine Gitarre, falls Johanna hier zwischendurch Lust hat, ein paar Lieder. Cornelius, die hat nur 4 Seiten, ich glaube, das wird kritisch. Das reicht aus. Und also alles, was wir brauchen. Und das muss ich noch sagen, Johanna hat sich unglaublich gut vorbereitet. Wir alle sind top vorbereitet, aber Johanna, die war letzte Woche campen. Die da richtig wandern und campen. Wo warst du unterwegs? Merkst du auch in den Waden. An der Ostsee mit meinem Pony. Das war sehr schön. Eigenes Pony? Ja, ein kleiner eine kleine Kindheitserinnerung. Ja, und Ostsee ist auch das Stichwort. Tatsächlich passiert nämlich hier gerade was ganz Besonderes. Ihr kommt in 120 Camps in ganz Deutschland und sogar über die Grenzen Deutschlands hinweg zusammen, um gemeinsam an visionären Ideen zu arbeiten. Und da reisen wir durch 6 Zeitzonen. Unser weitestes Camp ist Washington DC. Dann haben wir Hey Suomi in Finnland, Grötzi in die Schweiz. Die Niederlande sind mit dabei, Österreich ist mit dabei, Italien ist mit dabei. Also wunderbar, wo ihr alle euch zuschaltet. Ja, lauter engagierte Bürgerinnen aus Projekten wie zum Beispiel dem Zeppelin-Museum, dem Unverpacktladen in Oening. Wir haben eine Consulting-Firma aus Reutlingen dabei und ich habe gehört, wir haben sogar die Crew vom Wacken Open Air am Start. Ja, dazu dann aber morgen mehr. Und das alles um 18:30 Uhr im Camp Magazine am Dienstag und Mittwoch. Dort reflektieren wir nämlich euren Tag. Dort blicken wir darauf, was ihr den Tag über gemacht habt. Wir zoomen mit euch, wir holen euch hier ins Studio, essen ein paar virtuelle Marshmallows und versuchen so ein bisschen der großen Frage dieser Konferenz auf die Spur zu kommen. Ja, und tatsächlich passierte ja auch nebenbei auf dem Campus in Lüneburg ganz schön was. Ne? Hier ist auch was los. 60 Basiscamp-TeilnehmerInnen sind geladen und finden sich jetzt schon heute im Laufe des Abends ein. Morgen geht es dann so richtig los mit dem Basiscamp. Und dann beginnt auch für euch die spannende Phase, die Arbeit mit dem utopischen Kartendeck. Und zwischendurch schaltet ihr immer wieder ins Utopie-Studio und begegnet da ganz großen Fragen und spannenden Gästen mit euren beiden GastgeberInnen dieser Konferenz, der Utopie-Konferenz, Maja Göpel und Richard David Precht. Und Johanna, ich glaube, ich lasse dich mal ganz kurz alleine. Mach das. Und geh mal rüber zu Maja Göpel. Und dafür wechsle ich hier einmal rüber. Hallo Maja. Hallo Cornelius. Du hast dich schon bequem gemacht? Ja, schon ganz kommod hier, ne? Ja, hier. Alles wunderbar vorbereitet. Einen Rahmen setzen, das ist ja, was wir hier unter anderem wollen. Ein Bild von morgen zeichnen. Wenn ich mal fragen darf, wie du dich eigentlich auf eine Utopie oder eine Utopie-Konferenz vorbereitest. Wie gehst du da die Sache an? Naja, also ich habe ja eigentlich den Luxus, jetzt 2 Tage lang zuzuhören, ne? Und das Beste rauszukitzeln von wirklich ganz großartigen Gästen, die hier die nächsten 2 Tage kommen. Und natürlich auch zu hören, was überall in der Republik und darüber hinaus sich eigentlich schon zeigt an dem von morgen und übermorgen. Und das muss ich ja nur zusammenfassen. Okay, also ein bisschen stillere Position, aber du gibst ja auch selbst Input, ganz, ganz viel. Und wir schauen uns mal an, was wir hier vorbereitet haben. Wir haben nämlich einen kleinen Zeitraffer mitgebracht von dem Studioaufbau und schauen uns das mal an, denn hier haben ja letzte Woche schon wirklich viele Leute einiges bewegt und man sieht es ja über wirklich mehrere Tage. Hinten ist jetzt gerade das Zelt aufgebaut worden und hinten links werden jetzt die Bilderrahmen gehängt, wo wir jetzt gerade sitzen. Und das Bild von morgen zeichnen, Maja, was würdest du denn sagen, was darf in diesem Bild auf keinen Fall fehlen? Was müsste da auf jeden Fall drin sein, wenn wir in die Zukunft blicken? Also ich habe das Gefühl, wir sehen ja momentan so ein kleines Aushandeln, auch tatsächlich bis zu dem Punkt, wer wollen wir eigentlich in Zukunft sein? Für mich war so mit der Corona nochmal deutlich, wir sind Leben. Wir sind etwas, was ein Biokosmos im Grunde genommen ausmacht, also verbunden auch mit dem, was wir gerne Umwelt nennen. Und eigentlich hat uns das eine Chance gegeben, das ja auch ein bisschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen, von dem, worum es in Zukunft geben könnte, nämlich das Lebendige lebendiger zu machen und das zu schützen. Und trotzdem sehen wir jetzt im Wahlkampf wieder den Fokus auf Technologien, die völlig extern von uns eigentlich stattfinden und die vor allem im Prinzip
das System weiterlaufen lassen sollen, von dem wir sagen, das hat ja noch ein paar mehr Probleme als ein Klimaproblem geschaffen. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, diese Frage, wer wollen wir sein und worum geht es eigentlich, jetzt an diesem Zeitpunkt sehr stark zu machen. Und wer ist da alles dran beteiligt, an dem Bild das zu zeichnen, das herauszufinden, wer wir sein wollen? Wer soll da mitmachen? Na, im Prinzip idealerweise natürlich so viele wie möglich. Alle und vor allem, ich würde sagen, die ZukunftsseherInnen. Wir haben ja im Moment so ein spannendes Momentum, wo viele merken, das Alte stirbt. Ne? Also in der Forschung nennen wir das Interregnum oder die Soziologen sagen Liminalität. Etwas löst. Die was? Die Liminalität. Die Liminalität. Ja. Die Soziologen müssen ja immer ein bisschen crazy reden, damit es nicht ganz so einfach ist, ihnen zu folgen. Aber es geht eigentlich um so einen Zwischenraum. Also wir sehen, etwas funktioniert nicht mehr, die alten Strukturen sterben, bestimmte Geschichten auch, die vorher ja sehr viel Befriedung mit sich gebracht haben, wie wir können immer weiter wachsen und dann ist auch genug für alle da, die werden nicht mehr geglaubt. Und das schafft ja diese Unsicherheit, die wir haben. Und das heißt, etwas Neues entsteht, wenn etwas Altes vergeht. Und diese Zwischenräume und Zwischenzeiten, die sind unangenehm, weil wir noch nicht so richtig das Neue fassen können. Aber wir können uns natürlich darüber erzählen und darauf hinarbeiten und aus der wünschenswerten Zukunft überlegen, welche Schritte brauchen wir, um dahin zu kommen. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die aber schon mal anfangen. Und die schon mal gesagt haben, wir testen das schon mal. Wir machen mal ein paar Prototypen, wie das eigentlich aussehen kann da in dieser neuen Zukunft. Und dieses zusammenzubringen, das darüber reden, wo wollen wir eigentlich hin und wie soll das da aussehen. Und dann eben ganz viele Beispiele dazu zu hören auch, aus 120 Camps, die sagen, wir haben schon mal angefangen. Und so sind das alles kleine Puzzlesteine, von denen wir hinkommen. Und damit können wir im Idealfall natürlich Mut machen, dass das Loslassen nicht mehr so bedrohlich wirkt, sondern auch wie ein Hey, hinzu. Nicht nur weg von, sondern hinzu. Und das ist dieser spannende Moment, glaube ich, in dem wir uns befinden, in diesem Interregnum, in der Liminalität und da voll reinzuspringen und zu sagen, ja, wir machen Zukunft, aber dann bitte auch so, wie sie für uns wünschenswert aussieht. Was würdest du dir denn wünschen am Mittwoch, wenn jetzt letzte Show gelaufen ist, die Jam-Session oder die Abschlussveranstaltung? Was würdest du dir wünschen, mit welchem Gefühl sollen die TeilnehmerInnen dann rausgehen? Für mich sind im Moment zwei Sachen ganz wichtig. Das eine ist, wir sind viel mehr, als wir glauben. Also es ist ja ganz lang, deshalb auch Utopie-Konferenz. Wann wollen wir uns eigentlich als die Realisten lieber benennen, ne, anstatt die Utopisten? Es sind ja all die, die sich trauen, ehrlich hinzugucken im Prinzip. Und das sehen wir auch nicht unbedingt in der öffentlichen Debatte eines Wahlkampfs gerade reflektieren. Und dann tatsächlich den Mut zu haben, zu merken, wir sind eigentlich viel mehr, als es immer so auch in den medialen Räumen gespiegelt wird und die Gemeinsamkeiten wieder mehr suchen. Weil wir ja sehr stark in der Polarisierung im Moment unterwegs sind. Und ich glaube, wenn wir uns darauf fokussieren, gerade welche Strukturen sich ändern sollten, in irgendwelchen Verwaltungsapparaten, in irgendwelchen Abläufen, in dem, wie wir messen, was Wohlstand eigentlich ausmacht, in dem, wie wir kooperieren, wie wir so Innovationen eben auch als soziale und kulturelle Innovationen sehen. Und da wirklich zu gucken, was sind die verbindenden Elemente, weil auf die sich abgrenzenden, und ich bin aber anders als du und bist schlechter als ich, damit echt genug Energie rein verschwendet. Ich glaube, jetzt geht es auch wieder ein bisschen darum zu gucken, was sind gemeinsame Trittflächen oder Tanzflächen, auf denen wir uns nach vorne bewegen können. Tanzflächen ist sehr schön. Wenn wir jetzt über die Zukunft nachdenken, wie kann man denn am besten über die Zukunft sprechen, ohne jetzt unbedingt vor ihr zu warnen oder sie direkt vorauszuschreiben? Also ich kriege ganz oft die Frage gestellt, sind Sie eine Idealistin? Und manchmal kommt schon so ein bisschen bockiger Unterton, wie ich mir das überhaupt noch leisten kann, ob dieser Empirie. Und ich glaube, Ideale haben ist ja was Wunderbares. Also das heißt ja auch, ich verschreibe mich etwas, was eigentlich aus einer ethischen Haltung stark auch kommt, aus einer Überzeugung. Ich folge dem oder ich versuche das in die Welt zu tragen, selbst wenn ich nicht weiß, ob es jemals genauso wird, wie ich mir das vorstelle oder ob es vielleicht andere Varianten gibt, die so einem Ideal unter anderen Rahmenbedingungen auch näher kommen. Aber ich finde, dieses Ideale haben und sie vor sich hertragen, ohne dogmatisch zu werden, das ist ja eigentlich was Schönes, weil das so einen Suchprozess ausmacht und echt gegen Zynismus schützt. Also die sich heute Realisten nennen, sind ja häufig diejenigen, die eigentlich am liebsten das Bier aufmachen wollen und sagen, ich habe mit dem ganzen Mist nichts zu tun. Mir geht es ja gerade ganz gut und dann warte ich jetzt einfach mal. Und deshalb, ja, ich glaube Idealismus. Wenn wir jetzt bis Mittwoch noch warten, glaubst du, wir werden mehr Antworten oder mehr Fragen bekommen am Ende der Konferenz? Ich habe das Gefühl, dass es ganz, ganz wichtige Fragen gibt, die momentan fast leichter sind, einen Raum der Verständigung zu öffnen, als dass man sehr schnell schon die genaue Antwort hat. Also ich habe ja auch im Kampagnenbereich eine Zeit lang gearbeitet und es war immer leichter, ein Nein und zu formulieren.
Zu sagen, nein, wir wollen nicht, dass das weitergeht. Nein, wir wollen, dass das aufhört. Und wir haben mehrere Ideen, was stattdessen kommen kann. Wenn sich alle auf eine Blaupause einigen sollen, wie das andere dann aussieht, dann wird es auch ziemlich eng und häufig werden dann so Utopien ja auch Dystopien. Also ich finde auch, wenn man so die digitalen Vorstellungen von, wir brauchen das alles nicht, Transhumanismus, ne, das Seele und Bewusstsein, so die externalieren wir irgendwelche Maschinen und dann hängen wir fröhlich in unseren Hängematten auf dem Mars und Amazon liefert alles. Es gibt zwei Sachen, da hat die Wissenschaft nichts anzubieten, das zu erklären. Das ist Seele und Bewusstsein. Aber die externalisieren jetzt mal fröhlich. Und das ist ja auch interessant. Im ersten Moment ist das so ein Versprechen. Und wenn man sich da so richtig reinbegibt, auch dieses, ich muss nicht mehr auf meinen Blutdruck achten und der hat mir schon die richtigen Zitronenaromen in meine Luft gesprüht, damit ich ja gut in den Tag komme. Und dann kommt was vorgefahren und ich muss da nur rein. Also eine Couch Potato wird aus mir und dann merke ich irgendwann auch schnell, dass vielleicht, wenn zu viel des Guten ist, es in die andere Richtung kippt. Und deshalb habe ich das Gefühl, nicht zu schnell zu machen. Also das Nein und, gerade in dieser Liminalitätsphase, glaube ich, ist sehr wichtig, weil wir ja immer experimentieren möchten, was tatsächlich auch die Antwort ist. Und Blaupause ist vielleicht auch einfach mal 20. Jahrhundert gewesen. In einer sehr komplexen, vernetzten Welt soll es ja möglichst auch Raum für Varianz, für Diversität etc. geben. Und da ist ein wunderbarer Raum, die Leuphana-Universität, beziehungsweise eine Uni. Und Johanna sitzt jetzt, glaube ich, schon drüben bei uns bei der Campsite und wirft jetzt mal einen Blick auf die Uni. Kann das sein? Ja, vielen Dank, lieber Cornelius. Inzwischen haben sich hier bei mir in unserem Camp eingefunden unser Universitätspräsident, Herr Sascha Spoon, und der Konferenzleiter Sven Prien-Ripke. Schön, dass ihr hier seid, dass Sie hier sind. Wunderbar. Sven, mich würde erstmal interessieren, intensive Tage liegen hinter dir, intensive Tage liegen vor dir. Wie fühlt es sich an, jetzt hier als Konferenzleiter zu sitzen? Das ist natürlich immer ein besonders gutes Gefühl, weil es endlich losgeht. Nach einer ganz langen Zeit der Vorbereitung können wir die Ernte einfahren und das ist ein sehr schöner Moment. Wir freuen uns darauf, dass morgen die Camps so richtig starten, dass die Basiscamperinnen hier nach Lüneburg kommen. Also es ist eine große Vorfreude. Das klingt gut. Vorfreude hilft, glaube ich, um Positives auf die nächsten Tage zu blicken und das, was da alles noch vor uns liegt. Herr Spoon, Sie öffnen ja quasi die Tore der Universität jetzt für diese Utopie-Konferenz. Warum braucht es die Utopie-Konferenz und warum braucht es sie jetzt? Da gibt es viele Gründe für. Ich glaube, das eine ist, wir haben große Herausforderungen für unsere Zukunft und die 20er Jahre. Und um diese zu lösen, braucht man neue Formen des Denkens, des Nachdenkens, des Entwickelns von Ideen. Und das heißt, allein schon das wäre Grund genug. Aber das Zweite, was so überzeugend ist, dass es viele Initiativen in Deutschland und darüber hinaus gibt, die sich genau mit diesen Zukunftsfragen beschäftigen und dafür Lösungen entwickeln wollen. Das heißt, es ist eine große Aufgabe des Dialogs der Uni, auch mit der Zivilgesellschaft und auch der Vernetzung der Zivilgesellschaft untereinander, die wir hier leisten können. Also Idee, Uni und Gesellschaft und die Gesellschaft miteinander. Kommen wir noch mal auf die Konferenz ein bisschen selber zu sprechen. Das Thema der Konferenz ist ja der Wohlstand im 21. Jahrhundert und das utopische Momentum. Warum genau dieses Wohlstandsmotiv und warum das utopische Momentum? Also das utopische Momentum ergibt sich natürlich genau aus der Situation, die Sascha Spoon gerade eben schon beschrieben hat. Wir haben 20er Jahre vor uns, die viel entscheiden werden. Wir können uns den Klimawandel anschauen, aber wir können uns auch die Anfeindung der Demokratie genauer anschauen. Wir sehen aber auch kurzfristige Herausforderungen wie die Flut in den letzten Wochen, die Überflutung von Gebieten, mit denen wir so überhaupt nicht gerechnet haben. Also es gibt allerlei Herausforderungen, die uns, glaube ich, als Gesellschaft vielleicht sogar im Kern verunsichern. Und da kann eine Gesellschaft sehr, sehr unterschiedlich darauf reagieren. Und es lohnt sich allemal, sich miteinander darüber zu verständigen, in welche Richtung wir miteinander gehen wollen. Und ich würde sagen, die Utopie-Konferenz macht vor allem eines deutlich oder möchte vor allem eines deutlich machen, dass wir
als Bürgerinnen und Bürger auch die Wahl haben, zwischen verschiedenen Wegen zu wählen. Und welche das genau sind, da wird die Utopie-Konferenz einiges erkunden und uns neue Ideen geben, um so eine Entscheidung besser treffen zu können, oder Sascha? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Momentum, dass wir aus der selbstgewählten Beschränkung bewusst raustreten und sagen, es kann Alternativen geben. Und was bedeutet es, diese Alternativen zu denken und möglicherweise auch zu begehen? Und dazu wollen wir einladen. Einladen, konventionelle Grenzen zu überschreiten, zumindest einmal als Gedankenexperiment. Und der nächste Schritt wird dann immer sein, wie kann ich es umsetzen, aber nicht durch die Umsetzungsfrage schon das Denken zu beschränken. Und worin liegt jetzt genau die Kraft der Utopien? Also man kann ja auch sagen, wir sprechen von Visionen oder einfach von Ideen, die irgendwie die Zukunft gestalten. Worin liegt die spezifische Kraft, aber vielleicht auch, wenn wir historisch noch mal so ein bisschen drauf schauen, die Gefahr von Utopien? Die Kraft kommt aus der Hoffnung, die Personen in die Utopie hinein projizieren. Da ist ein Druck eines Problems und dann die Frage, wie kann ich das Problem lösen? Und das weckt sozusagen Inspiration, Hoffnung, Erwartung, sehr viel Positives. Und natürlich haben wir das Destruktive, das Zerstörerische von Utopien im 20. Jahrhundert besonders erlebt. Ja, wir denken an Nationalsozialismus, Kommunismus, das heißt die großen Ideologien, die großen Diktaturen und auch sozusagen dieser Beherrschungsanspruch. Und das sind die Risiken. Aber wenn man die Utopie breit anlegt, mit über 100 Camps wie in diesem Fall, hat man auch sehr viele verschiedene und kommt damit in einen Wettbewerb der Ideen. Und das ist das, was über Jahrhunderte eigentlich uns vorangebracht hat, den Mut zu haben, Neues zu denken und es auch zu verwerfen. Ja, Try and Error, den nächsten Schritt zu gehen, sich nicht zu beschränken. Und darum kann die Utopie, trotz aller negativer Erfahrungen, aber vielleicht auch, weil wir sie gemacht haben, gerade jetzt für das 21. Jahrhundert eine gute Lösungsform sein, die es uns erlaubt, was Neues zu machen und nicht nur in der Pfadabhängigkeit voranzugehen. Ja, und vielleicht kann man noch dazu sagen, dass es so wichtig ist, wenn man nach vorne geht, dass man auch eine Idee davon hat, wo man überhaupt hingehen möchte. Dass man dann sehr konkrete Schritte gehen muss, das ist ohnehin klar. Aber sozusagen das große Ziel vor Augen zu haben, das kann helfen, sozusagen eine Gesellschaft wirklich zu orientieren in dem, was wirklich wichtig ist. Denn die Herausforderungen sind ja, das habe ich schon gesagt, so unglaublich stark, dass es eben wichtig ist, sich miteinander darüber zu verständigen, was wir vor allem in Angriff nehmen wollen. Ja. Und da kann sozusagen dieses langfristige Ziel einer Utopie enorm helfen, auch sich als Gesellschaft darüber zu streiten, auseinanderzusetzen, was uns wirklich wichtig ist, wie wir gut zusammenleben wollen. Und jetzt kommen hier so unglaublich viele engagierte Menschen und mit spannenden Ideen zusammen. Vielleicht nochmal an dich, Sven. Was bleibt, was überdauert nach diesen 2,5 Tagen, die die Menschen jetzt hier zusammenfinden und an Ideen schrauben und ja, voller Engagement wahrscheinlich auch in irgendwas reingehen? Was bleibt danach? Das werden die 2 Tage natürlich jetzt auch erstmal zeigen. Aber ich würde zunächst einmal sagen, ganz sicher, dass wir in diesen Zeiten überhaupt dieses Zusammenkommen ermöglichen, in dieser Weise. Wir werden viele hunderte Menschen haben, die sich jetzt im Rahmen dieser Utopie-Konferenz engagieren, miteinander denken. Das wäre so vor Ort wahrscheinlich noch nicht möglich gewesen. Wir hoffen, dass es mal wieder möglich wird, aber zurzeit ist es vielleicht noch nicht der richtige Schritt. Aber auf diese Weise kommen sehr viele zusammen und das alleine sozusagen, sich das Zusammenkommen nicht nehmen zu lassen, auch unter schwierigen Bedingungen, das finde ich ist ein enorm wichtiges Signal, ermutigt mich auch wirklich als jemand, der jetzt mit der Universität auch dieses Experiment jetzt eingegangen ist, dass so viel Interesse da ist, muss ich sagen, das berührt mich fast.
Ja, und man sieht da ja eigentlich ganz gut, was Sie gerade schon gesagt haben, wie so Universität in die Zivilgesellschaft reinwirkt und in einen Dialog tritt. Jetzt würde mich noch mal interessieren, wie Sie es einschätzen, Herr Spoon, als Präsident von dieser Uni. Ja, durch die Corona-Pandemie sind natürlich viele Entwicklungen gekommen, Homeoffice, digitale Lehre, Online-Klausuren. Steckt da utopisches Potenzial für die Universität von morgen drin, wenn wir jetzt mal die Universität in ein utopisches Experiment verwandeln würden? Oder eher nicht? Ich glaube, es wird eine Erfahrung sein, die für die Generation, die das erlebt hat, egal in welcher Rolle, ob als Studentin oder Student, als Doktorandin oder Doktorand oder Professorin, Professor oder mitarbeitende Person, prägend bleibt. Weil es kam unerwartet. Es ging sehr viel länger, als die Hoffnungen waren. Und es wird auch noch ein gewisses Momentum laufen können. Ob das ein utopisches Moment hat, es hat eher ein dystopisches Moment. Wir haben gelernt, wie wichtig Präsenz, persönlicher Kontakt, Erfahrungen, Erfahrungsräume sind. Das heißt, das wird an einigen Stellen das Selbststudium ergänzen können. Das wird ergänzen können, dass man mit Personen, die sehr weit weg sind, auf anderen Kontinenten, sich verbinden kann, ja, auf leichte Weise. Aber es hat, glaube ich, das Gegenteil der Stärkung der Digitalisierung, die Stärkung des Vorortbetriebs, der Bedeutung des Campus, der Bedeutung der Interaktion für Ideen, Gedanken, Projekte, Ziele sehr, sehr deutlich gemacht. Das heißt, wir denken darüber nach, was es bedeutet. Wir werden ein Lab dafür einrichten für die nächsten 3 Jahre, um die Erfahrungen zusammenzutragen der bisherigen Semester, auch dessen, was kommt. Und wie wir das für die Studierenden nutzbar machen können, wissend, dass wir eine Campus-Universität sind. Und ich glaube, wenn man diese Voraussetzung geklärt hat und auch klar und deutlich macht, hier ist der Ort und wie kann das in Ergänzung genutzt werden, in Ergänzung des Selbststudiums, in Ergänzung der Internationalität, in Ergänzung der Praxiskontakte, in Ergänzung auch für Erfahrungen, die ich sonst nicht unmittelbar machen könnte. Ja, dann ist es, glaube ich, ein guter Schritt voran. Und so sollte aus meiner Sicht auch immer Universität sein. Ja, 2 Schritte nach vorne, einen zurück, 2 zur Seite, einen in die andere Richtung, damit man sozusagen Bewegungsmöglichkeiten, Erfahrungsmöglichkeiten schafft. Und so verstehen wir das und so verstehen wir auch, dass diese Form der Utopie-Konferenz jetzt nicht als Happening vor Ort, sondern als Happening an Orten, die verbunden sind. Nochmal zurück an dich, Sven. Wir stellen uns jetzt mal vor, es ist Mittwoch. Die Utopie-Konferenz ist vorbei. Die ersten Gäste reisen ab aus dem Basiscamp. Die Regionalcamps lassen den Abend noch schön ausklingen. Und es gibt ja dieses bekannte Futur 2. Wie wollen wir gelebt haben? Wie wollen wir konferiert haben? Maja Göpel hat es gerade genannt. Sie wünscht sich die gemeinsame Tanzfläche, auf der ja was erfahrbar wird. Wie ist das bei dir? Bei mir ist wichtig, dass ich dann irgendwann meine Familie wiedersehen kann. Das ist aber versprochen. Und gesellschaftlich wünsche ich mir natürlich echte Impulse, also an die wir anknüpfen wollen. Und vielleicht kann ich das jetzt schon sagen, es wird nicht eine dieser Konferenzen sein, bei der man das Gefühl hat, schön, dass wir mal miteinander drüber gesprochen haben. Und dann war es das auch wieder. Wir werden uns bemühen, wie gut das klappt, werden wir sehen, aber wir werden uns bemühen, dass wir diese Impulse aufnehmen und in das nächste Jahr zur Utopie-Konferenz 2022 mitnehmen. Und wenn das gelingt, dann wäre ich an diesem Abend vielleicht auch einfach glücklich. Schön, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Schön, dass Sie beide hier waren. Sven, wir sehen uns noch mal wieder die Tage hier im Studio und gewiss auch auf dem Basiscamp-Gelände. Herr Spoon, Sie verabschiede ich. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit jetzt hier auf dem Campus. Das wird bestimmt noch ein bisschen nett. An der einen oder anderen Ecke können Sie hoffentlich noch mal reinschnuppern. So ist es, so wird es sein. Und wir haben ja sozusagen hier vor uns wenigstens die Atmosphäre des Lagerfeuers das inszeniert. Stimmt. Genau. Möchten Sie noch einen Marshmallow für den Weg? Da vorne stehen Sie. Sie können noch mal reingreifen. Während wir wieder an Cornelius geben. Der hat sich drüben wieder eingefunden mit jemandem, Juli nämlich, von Coworkland. Exakt. Videos schneiden mit Sand zwischen den Zehen oder Konzepte entwickeln in der Hängematte. Texte schreiben, Podcasts aufnehmen auf einer Dachterrasse oder mit Blick auf die Berge. Das sind alles Arbeitsplätze
von dir oder bei euch jedenfalls. Moin Julie Wielmann, schön, dass du da bist von Coworkland. Moin Cornelius, danke für die Einladung in euer spannendes Studio. Ja, vielen, vielen Dank, schön, dass du da bist. Was hat es denn mit Coworkland auf sich? Naja, wir sind eine Genossenschaft, die sich zum Ziel gemacht hat, Coworking Spaces, also dieses eigentlich sehr urbane Konzept bislang, auch aufs Land zu tragen. Also unter anderem an solche Orte, wie du sie gerade angedeutet hast, vielleicht nicht nur, es sind auch ein paar normale Orte dabei. Ein Gutshof zum Beispiel dann. Zum Beispiel, Aber ja. auch das hat ja eine besondere Atmosphäre. Na klar. Jetzt ist ja, hast du eben schon gesagt, Coworking Spaces sind ja in der Stadt schon relativ gelebt. Ich habe gerade gelesen, 2020 gab es eine Erhebung, da gab es 1300 Coworking Spaces in Deutschland. Fast so viele Camps haben wir mit dabei dieses Jahr. Und alle sozusagen in der Stadt, alle wird gelebt und ihr transportiert das aber jetzt aufs Land. Und bei euch riecht man wirklich die Landluft. Warum wollt ihr sozusagen das Konzept aufs Land bringen? Naja, zunächst mal ist ein Coworking Space ja in erster Linie ein Arbeitsort. Und auf dem Land hast du eben einfach, du hast Arbeitsorte bei Arbeitgebern, du hast Arbeitsorte in der Stadt, wo die Leute hinpendeln, oder du hast Arbeitsorte am eigenen Schreibtisch zu Hause. Das heißt eigentlich, der Bedarf, der für einen Coworking Space in der Stadt da ist, ist auf dem Land eben genauso da. Einen dritten Arbeitsort zu haben, einen vielleicht auch kreativeren Arbeitsort zu haben, vor allem Austausch zu haben. Und was uns auf dem Land aber auch beschäftigt, ist natürlich, dass viele Dinge wegfallen. Treffpunkte, Versorgungsstrukturen. Wie ist denn das mit WLAN? Das fällt ja noch nicht weg, weil es das doch gar nicht flächendeckend gibt. Aber ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt auch, der vorangetrieben werden muss. Was ja zum großen Teil auch schon passiert, aber natürlich noch nicht überall. Nicht jede Milchkanne, sprichwörtliche, ist bislang ja ans WLAN angeschlossen. Und würdet ihr sagen, das ist dann so, dass man in der Stadt lebt und dann vielleicht auch mal für eine Woche nur in einen Coworking Space bei euch oder aufs Land geht? Oder wie ist das Konzept dann anzuwenden? Die Möglichkeit gibt es auch. Also Coworking Spaces auf dem Land sind halt nicht one size fits all und alle machen es gleich, sondern es gibt ganz unterschiedliche Konzepte. Einerseits die sich sozusagen als neue Ortsmitte verstehen, die eben sagen, wir wollen einen Treffpunkt für unsere Bevölkerung von hier bieten. Andererseits gibt es aber auch den Begriff, der jetzt viel auch aufkommt, Workation, wo eben genau das, was du beschreibst, passiert. Dass Leute eben sagen, ich brauche eine kreative Auszeit, ich muss irgendeinen Vortrag vorbereiten, etwas Spezielles, Fokussiertes arbeiten. Oder möchte eben trotzdem mal Urlaub machen, obwohl ich auch arbeiten muss gleichzeitig. Und dann kann man eben auch an solche Orte raus aufs Land fahren, beispielsweise an die Ostsee, in die Alpen und alles, was dazwischen liegt. Wie habt ihr das denn angegangen? Ich habe gehört, ihr habt Pop-up Coworking Space dabei und wir haben auch ein paar Bilder mitgebracht, vielleicht können wir die mal zeigen, wie das aussah mit euren Pop-up Coworking Spaces. Genau, wir haben, das ist eigentlich auch quasi der Ursprung unserer Arbeit, ist ein Projekt der Heinrich-Böll-Stiftung, das solche Pop-up-Coworking Spaces an spannende Orte in Schleswig-Holstein gestellt hat, zunächst mal. Da geht es schon ein bisschen zu weit. Da stehen wir gleich, das ist da, aber das war sozusagen der Container, den wir jetzt eben gesehen haben. Genau, das war einer der Container, es gibt mehrere, es gibt aber auch das Konzept, eben prägnante Leerstandsgebäude zu nutzen, mit eben dem Ziel, herauszufinden, wie an diesem Ort die Bedarfe sind und auch wie das Interesse ist, überhaupt einen Coworking Space nutzen zu können und zu wollen. Wir haben da für die Bertelsmann Stiftung eine Studie auch erstellt, wo wir dann eben rausgefunden haben, dass die Bedarfe und die Interessen von Menschen, die Coworking Spaces auf dem Land nutzen wollen, natürlich auch teilweise denen in der Stadt entsprechen, aber das Bild der Menschen ganz anderes ist. Also die Altersgruppen sind sehr viel breiter als in städtischen Coworking Spaces. Und auch die Berufsfelder. Also wir haben dann auch interviewt, welche Menschen da arbeiten. Und dann kam raus, dass irgendwie der Ozeanologe neben der Schneiderin sitzt, die wiederum für den Netze näht. Und da sitzt dann auch noch jemand, der für die NASA arbeitet. Dinge, die man auf dem Land so gar nicht vermuten würde, weil das oft im Verborgenen sonst stattfindet, wenn es nicht Treffpunkte gibt, wo die Leute sehen, was eigentlich Innovatives, Interessantes, Spannendes in ihrem kleinen Ort vielleicht auch passieren kann. Und da habt ihr ja auch in Vorbereitung auf die Leuphana Utopie-Konferenz ganz, ganz viel gemacht. Kannst du uns mal erzählen, was da passiert ist im Vorhinein zur Vorbereitung auf das Basiscamp? Genau, wir haben im Vorhinein auch Regionalcamps durchgeführt. Wir haben ein Spiel entwickelt, wir haben uns natürlich inspirieren lassen von der Leuphana, aber auch ein Spiel entwickelt, ein eigenes nochmal, wo wir auch angelehnt an die Nachhaltigkeitsziele Fragen entwickelt haben, die die Teilnehmenden in diesem Workshop-Spiel beantworten sollten, aber aus unterschiedlichen Blickpunkten. Wir haben Rollen im Vorhinein entwickelt,
so, dass man zum Beispiel 62-jährige Kommunalpolitikerin ist oder aber 24-jährige Studentin oder aber 60-jähriger Pastor war, glaube ich, auch noch eine Rolle, um so eben einfach ganz unterschiedliche Blickwinkel kennenzulernen und da eben zu schauen, wie ist die Situation momentan für diese Rollen in Bezug auf Mobilität, in Bezug auf Gesundheitsversorgung, also alle diese Fragen, die auf dem Land doch sehr kritisch sind größtenteils. Und daraus eben zu entwickeln, was bräuchte es für die Zukunft, wie stellt man sich das vor und auch welche Rahmenbedingungen müssten dafür geschaffen werden. Und das wird jetzt im Basiscamp hier die Tage weiterentwickelt. Und dann entsteht eine Karte der neuen Ländlichkeit. Das klingt so ein bisschen wie wenn man Harry Potter Trilogie aufschlägt und dann sieht man da die Karte der neuen Ländlichkeit. Und wir haben sie mal mitgebracht, wie die Karte aussieht. So könnte sie aussehen oder so wird sie vielleicht aussehen. Kannst du uns da noch was erzählen zu? Nee, so wird sie tatsächlich nicht aussehen, sondern sehr viel bunter, sehr viel breiter, weil unsere Karte der neuen Ländlichkeit auch unsere Ergebnisse widerspiegeln soll. Also die Wünsche, die Bedarfe, die wir eben über dieses Workshop-Spiel herausgefunden haben und jetzt in den nächsten beiden Tagen weiter kondensieren werden. Ob das jetzt in Richtung utopischer Denken oder in Richtung jetzt mal realistischer werden geht, wird sich rausstellen, wie sich die Workshops entwickeln. Und unsere Karte soll dann eben quasi den Pfad zu dieser Utopie, wie wir uns Ländlichkeit in Zukunft vorstellen, hinführen. Spannend. Dann bin ich gespannt, was am Mittwoch bei rauskommt. Vielen, vielen Dank, Juli, dass du uns einen Einblick gegeben hast und auch schon mal aufs Basiscamp. Und Johanna ist jetzt verbunden mit einem regionalen Camp. Ja, vielen Dank, Cornelius. Wir zoomen jetzt tatsächlich nach Berlin-Mitte. Da bin ich verabredet mit der Volkshochschule, wo sich eine Gruppe gefunden hat, die als Gastgeberin fungiert im Rahmen von der Utopie-Konferenz. Hallo Berlin, wie sieht's aus bei euch? Ja, hi. Ja, wir freuen uns auf alle Fälle dabei zu sein und sind auch alle ein bisschen aufgeregt. Das ist kein Problem, das kriegen wir noch weggeredet in den nächsten 6, 7 Minuten. Eigentlich geht es ja erst morgen so richtig für euch los. Jetzt ist es aber so, dass ihr heute schon versammelt seid. Was ist da los bei euch? Wir haben uns sehr gefreut, diese Unterhaltung mit euch zu führen. Wir bereiten uns natürlich jetzt innerlich schon mal vor. Wir haben die ganze Turnhalle, wir sitzen gerade in einer Turnhalle, die haben wir vorbereitet. Wir haben Stühle hier sitzen. Draußen haben wir auch schon ein Tiny House, da sagen wir vielleicht gleich auch noch mal was zu. Genau, also wir sind innerlich eigentlich schon ganz in Aufregung und können eigentlich Vorfreude auf morgen abwarten. Ihr seid jetzt ja von der Volkshochschule Berlin-Mitte. Was genau, auf welche utopische Spurensuche begebt ihr euch? Was genau interessiert euch? Womit beschäftigt ihr euch die nächsten Tage? Also vor einiger Zeit ich hole mal kurz weit aus. Vor einiger Zeit ist ein Projekt entstanden, was VHS Meets Future heißt, als Antwort auf 3 Fragen. Wie könnte die Volkshochschule zukunftsfähiger gemacht werden? Was sind die Themen von morgen? Und wie könnte ein wünschenswertes Berlin aussehen, von morgen oder von übermorgen? Und daraus ist ein Podcast entstanden, wo ihr sehr gerne reinhören könnt. VHS Meets Future. Und wir interviewen Akteurinnen und führen Gespräche mit ihnen über zukunftsrelevante Themen und wandeln die dann um in Workshops und Projekte, die an der Volkshochschule umgesetzt werden. Und das ist eigentlich auch schon die perfekte Überleitung für die Konferenz, weil wir die ganze Konferenz unter dem Titel Urbanes Leben der Zukunft, Hipster, Spielwiese oder Lebensraum machen. Und wir versuchen herauszufinden, wir haben sehr wir sind ja Berlin-Wedding hier in dem Fall und wir haben sehr bunte Teilnehmende. Also wir sind jung und alt aufgestellt, divers, viele Migrantinnen und Migranten und wir freuen uns einfach, die Leute aus dem Kiez einzuladen, gemeinsam auf Spurensuche zu gehen nach möglichen Zukunftsideen. Und am ersten Tag beschäftigen wir uns dann deshalb auch mit Urbanität in der Stadt. Das heißt, wir haben 2 Workshops da vorbereitet, einmal Urban Gardening und dann nochmal, wie könnte zum Beispiel die Zukunft der Spree aussehen? Wie kann der Mensch mit der Natur und in dem Fall eben mit der Spree zusammenarbeiten und wie kann man die Spree sauberer machen und findet so ein bisschen den Weg, grüne, kleine Spielwiesen oder Lebensräume in der Stadt. Wie kriegen wir das hin? Das ist nur unser Tag Nummer 1.
Und am zweiten Tag geht es dann direkt weiter mit dem Aktionismus. Wie kann man als Individuum zum Beispiel auch von einer Idee zu einer Aktion kommen? Also wenn ich jetzt eine Ideologie habe und ich habe eine Idee, wie ich das umsetzen könnte, wie erstelle ich einen Plan? Auch dazu haben wir einen Workshop, da freue ich mich auch besonders drauf. Und im Folgeschritt haben wir einen Workshop, das Thema Mobilität in Berlin, und da geht es so ein bisschen um Mobilitätswende, wie kann man eigentlich die Stadt auch verändern in Bezug auf Autos. Und da freuen wir uns, dass wir auch so ein bisschen darüber lernen, eine fahrradfreundlichere Stadt zu werden oder allgemein, wie kann man auch die Infrastruktur neu überdenken in einem so wilden Bezirk wie Berlin-Wedding oder Berlin-Mitte. Das klingt total spannend. Für Volkshochschulen ist es ja tatsächlich aber irgendwie echt eine Herausforderung, so ein buntes Publikum zusammenzubekommen, zumindest von den Volkshochschulen, die ich noch so aus meiner Jugend kenne. Wie macht ihr das? Könnt ihr da mal so ein paar Impulse geben? Ja, gerne. Also wir haben definitiv auch viele Teilnehmende aus unseren Sprachkursen. Wir haben ein sehr breites Programm, was zum Beispiel die Deutschkurse angeht, aber eben auch vielseitig Interessierte für andere Sprachen. Alleine da kriegt man schon ein buntes Publikum, Diversität kriegen wir rein. Stichwort multiperspektivisch. Wir sind da einfach gut aufgestellt, weil wir sowohl junge als auch alte hier, also ältere Menschen ansprechen und also wir kriegen das dadurch hin, dass wir einmal die aus dem Alltäglichen oder diesen zum Beispiel im Gesundheitsbereich die Leute einmal reinkriegen und auf der anderen Seite eben auch aus dem Sprachkurs. Und dadurch sind wir nochmal besonders Diversität aufgestellt. Turnhalle klingt jetzt so ein bisschen nach 200 Leuten, die ihr da morgen empfangt. Wer kommt da zusammen und genau, wie viele? Also offiziell angemeldet sind noch Personen. Aber wie gesagt, wir werden auch einige Personen empfangen aus dem Deutschkurs. Da wird ein kompletter Kurs dazu stoßen. Und natürlich werden es auch ganz viele Leute sein, Kursleitende, die begeistert waren, was die Utopie-Konferenz betrifft, die dann dabei sein werden. Also ganz viele Leute aus dem Volkshochschulkontext, natürlich Freundinnen und Freunde von uns, Bekannte. Also wir freuen uns wirklich auf alle Personen, die kommen mit ihren Ideen und an der Konferenz mitwirken. Und worauf freut ihr euch am meisten, wenn ihr jetzt auf die kommenden 2 Tage blickt? Also ich freue mich ganz besonders auf den Workshop von Rosa, die neben uns sitzt. Vielleicht kannst du uns etwas über den Workshop erzählen. Ja, vielleicht kurz vorab. Ich bin nicht direkt von der Volkshochschule, aber ich war mal Gästin von diesem tollen Podcast. Ich bin nämlich eigentlich Studierende des Masterstudiengangs Zukunftsforschung an der Freien Universität hier in Berlin. Und wir haben in dem Podcast darüber gesprochen, was Zukunftsforschung überhaupt ist und was Zukunftsforschung vielleicht auch zu dem Thema Urbanität beitragen könnte. Und genau darum geht es auch in dem Workshop, den ich durchführen werde am zweiten Tag der Konferenz. Da sollen nämlich die Teilnehmenden des Camps hier der Volkshochschule nochmal alles, was in den vorangegangenen 4 Workshops passiert ist, rekapitulieren. Und ich schicke sie mit diesem ganzen Wissen, was sie irgendwie bekommen haben, auf eine Reise in die Zukunft. Und da sollen sie mir ein Mitbringsel mitbringen. Irgendeinen Gegenstand, den sie hier in der Gegend finden. Und um diesen Gegenstand eine Geschichte, ein positives Zukunftsbild entwickeln. Und am Ende sollen dann 4 positive Zukunftsbilder, also Utopien, hier im Raum, in dieser Turnhalle, in der wir hier sitzen, entstehen. Wir wollen aber nicht nur, dass diese Bilder einfach dastehen und dann gibt es die halt, sondern wir wollen auch herausfinden, was kann denn die Rolle der Volkshochschule sein, um diese Utopien vielleicht ein bisschen realer werden zu lassen. Oder auch, wir wollen auch von den Teilnehmenden wissen, welche Punkte aus den Utopien oder aus dem Camp hier sie selbst in ihre Zukunft involvieren wollen in der Zukunft und was sie zur Volkshochschule oder wie die Volkshochschule sie unterstützen kann. Ja. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Also es ist total spannend zu hören, was ihr auch so draus macht, wie ihr euch dieser Utopie-Konferenz für euch angenommen habt und selber ein eigenes Camp-Konzept draus gemacht habt. Richtig, richtig cool. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Es ist gut, dass ihr dabei seid. Und ja, wir verabschieden uns jetzt von euch. Genießt den Auftakt, habt gute 2 Tage. Bis dann. Ciao.
Wir lassen jetzt Berlin hinter uns und haben noch 2 weitere Impulse aus Utopie-Camps gesammelt. Da wollen wir jetzt mal reinschauen. Hallo liebe Leute, ihr befindet euch hier im Hannover Camp Future Skills entfalten. Wir sind unter einem Dach GUG und SSNTG e.V., das Hannover Camp Team, die hier 2 Tage utopisch sich entfalten wollen. Es gibt ein buntes Programm von Workshops, einem tollen Initiativen-Summit, Ausstellungen und alles zum Thema, wie können wir utopisch und real in der Zukunft als Gesellschaft zusammenkommen. Wir freuen uns ganz besonders auf die Livestreams, mit dabei zu sein. Wir freuen uns natürlich auf die Zoom-Conferences, um uns mit allen anderen Initiativen und allen anderen Camps der Utopie-Konferenz 2021 zu vernetzen. Habt alle eine gute Zeit und wir sehen uns online. Moin, mein Name ist Jako und kurz nach der Geburt meiner kleinen Tochter Nele haben wir zusammen mit vielen Leuten unseren denkmalgeschützten Bauernhof umgebaut und fit gemacht für ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt, bei der sich jetzt auch eine solidarische Landwirtschaft gegründet hat. Unsere utopische Vorstellung geht aber weiter in den Bereichen der geteilten Energie, der geteilten Mobilität und allgemein dem Ansatz einer gemeinwohlorientierten Landwirtschaft. Dazu können Bauernhöfe einen großen Beitrag leisten und wie genau wir da weitere Anknüpfpunkte finden können, würden wir gerne auf der Konferenz herausfinden. Jetzt sitzen wir hier nach diesen diversen Eindrücken neben Fanbo Lemenzel. Fanbo. Moin, hi, schön, dass du da bist. Wunderschönen guten Abend. Hallo, liebe Studierende. Hi, hi. Fanbo, du bist Architekt, aber irgendwie ein Stück weit auch Aktivist. Ich glaube, das kann man vielleicht so sagen. Du hast die Tiny House Foundation gegründet, unter anderem, mit der du Stadtplanung und ja, die Zukunft der Stadt ein bisschen genauer unter die Lupe nimmst. Und du hast uns auch was mitgebracht. Da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf zu sprechen. Ja, schön, dass du da bist. Und wenn ich vielleicht direkt mal fragen darf, ich hoffe es ist nicht so persönlich, aber wie wohnst du denn eigentlich privat? Ich wohne zusammen mit meiner Frau und 2 Kindern, die sind 5 und 7 Jahre alt, in einer 2-Zimmer-Wohnung. Ja, also unsere Wohnung ist nicht so besonders groß, 55 Quadratmeter. Aber alle, die bei uns zu Hause waren, die sagen immer so, das fühlt sich an wie mindestens eine 5-Zimmer-Wohnung, weil wir haben so hohe Decken und Durchgangstüren mit so hohen Holztüren mit so Kassetten und so Türklinken, die noch so gusseisern sind. Also es ist eigentlich ganz schön. Es ist halt quadratmetermäßig nur sehr wenig, ja, im Vergleich zu anderen Familien. Würdest du sagen, dass man was oder was gewinnt man, wenn man was verliert an Platz? Ja, wenn es um das Zuhause geht, das ist aber nicht nur zu Hause, es ist auch Büro oder Uni. Ne? Wir sind ja hier in der Leuphana, in einer Universität. Es geht nicht immer nur darum, wie viel Raum du innerhalb von 4 Wänden hast, sondern es geht vor allem um den Raum außerhalb der 4 Wände. Also wo ist diese Wohnung? Das ist eigentlich noch viel wichtiger, als wie groß die Wohnung ist. Spielt nämlich eine eklatante Rolle, ob deine Wohnung irgendwo auf der Pampa ist, wo nichts ist, keine Kita, kein Supermarkt, kein Arzt, keine Ärztin und so weiter. Oder ob diese Wohnung halt an einem Ort ist, wo du gerne bist, wo zum Beispiel deine Freundinnen und Freunde sind. Also bei der Wohnungsdebatte sind wir sehr, sehr reduziert in der Öffentlichkeit, so ist meine Wahrnehmung, auf Größe, auf ob die Fenster gedämmt sind oder nicht, ob wir Solarzellen haben auf dem Dach oder so. Aber das spielt wirklich keine Rolle für das Gefühl, ob man sich zu Hause fühlt oder nicht. Was darf denn auf keinen Fall fehlen in einer guten Nachbarschaft, in einer utopischen guten Nachbarschaft, sagen wir mal? Ach, das muss gar nicht utopisch sein. Also in einer guten Nachbarschaft sollte es eine gewisse Toleranz geben, ja. Also eine gute Nachbarschaft zeichnet sich dadurch aus, dass die Menschen nicht alle gleich sind. Klar, versteht man sich in einer WG zum Beispiel, ne, also ich bin Veganer und ich würde mich wahrscheinlich in einer Wohngemeinschaft wohler fühlen, wo nur Veganer sind. Ja? Ich bin Nichtraucher, ich würde mich wahrscheinlich auch wohler fühlen in einem Umfeld, wo alle nicht rauchen. Aber insgesamt
gesamtgesellschaftlich ist es besser, wenn immer noch so eine Raucherin dabei ist, noch jemand, der so gerne grillt und Barbecue macht in der Küche. Und wenn es da immer wieder so kleine Reibungen gibt, weil das trainiert die Menschen, sozial zu bleiben. Alles andere ist asozial oder homogen, kann man auch sagen. Würdest du sagen, sozial ist das Beste oder das, was eine Stadt zusammenhält? Nein, die Stadt lehrt dich Toleranz. Also es gibt ja so viele verschiedene Lebensentwürfe in einer Stadt. Ja, und du kannst nicht deinen Lebensentwurf durchpeitschen. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen Fahrrad fahren. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen SUV fahren. Ich habe heute erst auf dem Weg hierher mit Schrecken einen Sticker gesehen auf so einem Jeep. Der fuhr vor mir. Ich bin mit so einem Mietauto hergefahren, hier nach Lüneburg von Berlin aus. Und da hat wirklich ich denke mal, es war ein Mann, wahrscheinlich ein weißer Mann, hat tatsächlich hinten auf sein Heck raufgeschrieben, fuck you, Greta. Also er meint wahrscheinlich Greta Thunberg. Und ich dachte mir so, was geht in seinem Verstand da so vor sich, dass er sich die Mühe macht, so einen Sticker zu entwerfen, um das hinten an sein Auto ranzukleben. Also es gibt einfach, um es kurz zu fassen, es gibt so viele verschiedene Ideen, ja, oder Utopien, wenn du so willst, wie das gute Leben sein soll. Und gerade in der Stadt kannst du nicht halt dein Ding durchziehen, sondern du musst dich immer wieder auf Kompromisse einlassen, immer wieder verhandeln und immer wieder kämpfen. Das ist sehr anstrengend auch, ja. Aber das gehört dazu. Und gibt es so Projekte oder Orte, wo du sagst, da finde ich eigentlich schon im Ansatz das, was ich mir vorstelle als einen guten Ort, eine gute Stadt, einen guten Ort des Zusammenlebens im städtischen Raum? Ja, gibt es. Ich habe erst vor kurzem mit großer Freude mal mir angeschaut, was für Läden, ja, und Angebote eigentlich in einer kurzen Straße sich befinden, die in Berlin-Kreuzberg beheimatet ist. Diese Straße heißt Nostitzstraße. Die ist nicht bekannt. Kein Mensch kennt die Nostitzstraße. Alle kennen Bergmannstraße oder Kudamm oder so, ne? Und St. Pauli in Hamburg und so weiter. Es gibt ja hier Universitätsallee, kennen alle Menschen hier aus Lüneburg, wo wir jetzt gerade sind. Aber die Nostitzstraße kennt keiner. Aber wenn ihr mal in Berlin seid, dann guckt sie euch mal an. Dann werdet ihr sehen, krass, dass das möglich ist. Die Nostitzstraße beginnt mit einem Lokal, der heißt Zwanglos 2. Das ist ein Swingerclub. Okay. Gleich daneben kommt ein SM-Studio, dann so ein Weingeschäft, dann gibt es einen Fahrradladen, einen Plattenladen und eine Moschee. Ja? Okay. Und dann kommt meine Kita, also da, wo meine Kids sind. Und das alles in einer Straße auf 200 Meter. Und die Leute schlagen sich nicht die Köpfe ein. Ja? Und ich denke, das ist das, was eine gute Nachbarschaft ausmacht, dass du eine gewisse Diversität da hast, die auch vielleicht bereichern kann. Und am Ende führt es ja zu einer Sache, die Forscherinnen zum Beispiel Resilienz nennen. Das heißt, dass eine Gegend widerstandsfähig bleibt gegenüber Katastrophen, gegenüber gesellschaftlichen Umschwung, gegenüber Diktaturen, gegenüber Hass auch. Ja? Also diese Durchmischung ist in jeglicher Hinsicht wirklich bereichernd. Wer kann denn diese Resilienz sicherstellen? Also wen muss man da jemanden beauftragen? Ist das ein natürlicher Prozess oder? Ja, sehr gute Frage. Ne? Sollte man vielleicht so einen Swingerclub-Koordinator einstellen, der immer so darauf achtet, dass in jeder Straße immer so ein kleiner Swingerclub ist und eine Moschee? Ich glaube, so wird das nicht funktionieren. Ich kann dir aber sagen, was nicht funktioniert. Ja? Okay. Also Diversität kriegst du auf gar keinen Fall hin, wenn die Mieten teuer sind. Also das ist schon mal ein Killer. Ja? Sobald die Mieten teuer sind, ist es ein Killer. Wenn du da nur eine einzige Hausverwaltung hast, die die ganze Straße beherrscht, dann ist das ein Killer. Ja, weil die hat so ihre Agenda und ihr Programm und die wird darauf achten, dass nur eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe dann dort einziehen kann. Also so funktioniert es auf jeden Fall schon mal nicht. Und was auch nicht funktioniert, ist, wenn die Straßen einfach voll sind mit Autos. Also wenn da Autos durchrauschen, alles zugeparkt ist, dann ist das auch ein Nachbarschaftskiller, weil alles, was auf der Straße abgeladen wird, ist ja praktisch wie so Lagerfläche. Ja? Und wenn die Menschen das Gefühl haben, der öffentliche Raum ist eigentlich nur ein Storage Space, also eigentlich nur eine riesengroße Open-Air-Lagerhalle, dann werden die sich auch so verhalten und werden dann nicht anfangen, sich um die Nachbarschaft zu kümmern, sondern werden auch ihre Sachen einfach abladen auf der Straße. Also man nennt das ja auch Outsourcing, ne? Wenn man seine eigenen Probleme auslagert sozusagen. Auf die Straße, das ist dann das Outsourcing. Werfen. So wie früher im Mittelalter einfach die ganze Scheiße raus aus dem Fenster. So ist es halt mit unseren ganzen Konsumgütern, egal ob es jetzt Autos sind oder sonst was, Fahrräder auch von mir aus. Das ist nicht gut. Also besser ist es, wenn auf der Straße ständig immer Leben ist. Also auch Gastronomie ist zum Beispiel so eine Sache, die ist in Deutschland irgendwie, ich habe das Gefühl, Deutschland hat
hat einfach irgendwie ein Trauma mit Gastronomie. Es gibt gar keine Garküchenkultur, kein Streetfood und so weiter. Das wird sehr, sehr stark reglementiert. Das halte ich für eine fatale Chance, weil Essen ist auf jeden Fall ein Anlass, ne, um ins Gespräch zu kommen, um soziale Kontakte zu knüpfen, aber auch um soziale Kontrolle zu machen. Weil wenn du immer jemanden da hast, der Tag und Nacht auf der Straße da ist, dann musst du dein Fahrrad zum Beispiel auch gar nicht mehr anschließen, weil der guckt immer so ein bisschen mit. Ja. Finden denn Fahrräder auch in deinem Modell Platz, was du uns jetzt hier mitgebracht hast? Ja, lass uns da mal drauf schauen. Erzähl mal. Ich muss erstmal Props geben, großen Respekt an die Studentin Jenny Jakpo. Die hat das gebaut. Die fängt erst an zu studieren. Also für sie war es das allererste Modell. Ich bin sehr, sehr stolz darauf. Das ist ein utopischer Gedanke. Ja? Also ich gebe dir mal hier ein Einfamilienhaus, bitteschön. Das ist ein Einfamilienhaus? Das ist ein Familienhaus, also sehr, sehr klein. Also ein Bausparvertrag hat noch eine Zukunft, oder? Ja, also ich bin da so ein bisschen kritisch, was so Einfamilienhäuser angeht, aber die gibt es jetzt nun mal. Ne? Und es gibt auch Leute, die wollen auf jeden Fall all ihr Erspartes einsetzen für ein Einfamilienhaus mit Hund. Und mit Familie, aber zuerst der Hund, nein, Spaß. Kennt man ja, ne? Diese Bilder, diese Lebensentwürfe, das kriegen wir nicht weg. Es gibt einfach viele Leute, die wollen das, die wollen einfach unbedingt ein Einfamilienhaus und eine Hecke. Gut. Wie kann man das machen? Wir wissen alle. 2 Bausparverträge. Du willst lieber 2? Okay, kriegst auch. Habe ich unterschrieben hier. Falls du dich zankst mit deinem Partner, kann er dann in das andere Haus ziehen. Also die Frage ist, wie können wir das machen? Das Problem ist wirklich aktuell mit dem Klimawandel, ja, wir können uns eigentlich das nicht leisten, dass wir Einfamilienhausgebiete haben. Wir können es uns platzmäßig nicht leisten. Es ist eine riesengroße Katastrophe. Immer diese ganzen Wege, die wir dann auch bauen müssen, die ganzen Leitungen, die wir legen müssen für die paar Leute, die da irgendwo am Rande der Stadt wohnen wollen, nur weil sie ihre Ruhe haben wollen. Das ist ein unwahrscheinlicher Aufwand für die Gemeinschaft, ja, damit so 10 Leute Spaß haben. Und die Frage ist, wie kann man es aber machen, dass es trotzdem ökologisch ist? Und eine Idee ist, dass wir sagen, wir packen diese Einfamilienhäuser einfach aufs Dach. Ja. Also das hier ist ein Wohnblock. Also hier am Rand gibt es Wohnungen, ja, und die sind sehr dicht bebaut. Das heißt, da haben wir die Dichte, die wir brauchen, damit wir genügend Menschen auch wirklich dort haben, damit sich halt zum Beispiel auch ein Kiosk lohnt oder eine Kneipe, eine Bar, ein Theater, ein Supermarkt, was auch immer, Ärztinnen und so. Also du brauchst halt eine ganz bestimmte Anzahl von Menschen pro Quadratkilometer, damit sich diese Dinge lohnen, weil sonst ist es nicht rentabel. Also das ist alles hier so am Rand und in der Mitte gibt es einen Park, der ist auf dem Dach, ja, und hier, das ist ein relativ neuer Gedanke, der entstanden ist auch durch diese Flutkatastrophen. Hier in der Mitte gibt es einen Wasserspeicher, das ist, wir nennen es Teich. Ja, aber eigentlich ist es aus ökologischer Sicht kann es Funktion übernehmen. Es kann Wasser speichern, es kann abkühlen, wenn es zu heiß ist. Es kann Regenwasser filtern. Das könnte auch ein sogenannter Regengarten sein oder eine Zisterne. Also gibt es verschiedene Modelle, wie man mit Wasser umgeht. Und der ist immer in der Mitte von jedem Block. Das ist ein Wohnblock. Und mein Vorschlag wäre, dass wir keine Einfamilienhäuser mehr bauen, sondern nur noch diese Wohnblöcke mit einem grünen Dach. Und die Einfamilienhäuser, die sind einfach hier oben. Ne? Stell dir vor, das ist wie so eine Schrebergartensiedlung. Hier ist der Gemeinschaftsgarten, ne? Und hier an den Seiten sind die Parzellen. Und, ja, sollen wir mal bauen? Ich möchte ein Hausboot bauen. Ein Hausboot? Da musst du deins hier in den Teich setzen. Ja, wunderbar. Und wo möchtest du gern wohnen? Ich finde das hier eine ganz schöne Ecke. Da hat man noch so einen kleinen, kleinen Platz davor. Da bist du auch in der Nähe hier von der Hochzeitsgesellschaft. Dann stelle ich das andere gleich auf die andere Seite am besten. Am Rand mit Ausblick noch. Und, kassierst du Eintritt, okay. Also das ist hier so eine Art Gemeinschafts-Community, Saal, Halle, wo man Geburtstage feiern kann, Hochzeiten, was auch immer, Beschneidungsfeste und so. Und darunter gibt es halt einfach eine große Halle, ja, das ist hier drunter, wo alles Mögliche sein kann, was öffentlich zugänglich ist. Eine Tonhalle zum Beispiel für eine Schule oder auch ein Supermarkt, ja, oder ein Apple Store oder keine Ahnung, irgendwas, was halt viel Platz braucht, ist hier drunter. Und das Besondere ist halt, wenn du deine Einfamilienhäuser jetzt so hier hast, dann hast du halt so eine grüne... Dann kannst du halt im Grünen leben sozusagen, ja, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Hier ragen übrigens immer noch so kleine Lauben nach oben. Die sind schon fertig gebaut. Die roten Häuser, müsst ihr selber bauen. Ja, aber diese Erkertürme, das sind vorgefertigte
Einheiten, wo zum Beispiel Toilette drin ist und Küche und Abwasser, Wasser und so weiter. Also Dinge, die kompliziert sind, die sind schon mal vorinstalliert und du kannst dann einfach mit deiner Hütte hier so andocken, ja, sodass du halt diesen ganzen technischen Krampf nicht hast. Ich könnte aber auch hier drumherum wohnen, in eines dieser Häuser? Das ist jetzt praktisch das 3. OG. Fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich an wie ein Park, aber es ist das 3. OG. Und ich kann das ja mal aufklappen, dann kannst du dir anschauen, wie es innen drin aussieht. Ich pack das mal, ich schneide jetzt praktisch mal hier so durch und dann siehst du, was unter dem Park sich befindet. Die Ideen sind gar nicht neu. Also, dass man sozusagen einen Park oder einen Garten oder eine Wiese auf einem Parkhaus hat, das ist wirklich überhaupt nichts Neues. Ja? Was vielleicht ein bisschen Neues ist, dass man in der Mitte schon so einen Regengarten anlegt, ja? Weil da muss man schon so ein paar Sachen beachten und vor allem man muss es politisch wollen, dass da wirklich auch ein Teich ist, also ein Bereich ist, den man jetzt nicht verkapitalisieren kann. Ne? Man könnte ja auch hier wieder noch Fläche vermieten. Aber ich wollte sagen, das Hausboot hat sich ja schon mal genau, das hat sich da schon mal breit gemacht. Und Müllabfuhr und die ganzen Autos, die Leute dann immer haben wollen, die müssen nicht auf der Straße parken, die parken einfach hier unten. Ja? Also hier kann auch die Müllabfuhr durchfahren. Und dann sind auch alle der individualisierte, wie sagt man, der motorisierte Individualverkehr, ja, wie man so das private Auto nennt, ich will ihn nicht verbieten, ja, ich weiß, es gibt Leute, die sagen, der muss komplett raus aus der Welt. Ich denke, die es unbedingt brauchen, weil sie, keine Ahnung, krumme Beine haben oder so, die sollen ihr Auto haben, aber das soll dann einfach nicht auf der Straße parken, sondern soll irgendwo parken, wo es nicht stört, zum Beispiel unter der Erde, da stört es nicht. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dieser Block, wir nennen ihn Salzburger Block, der wäre nicht nur einmal, ne, sondern wäre ein Prinzip, ja, also wäre praktisch eine Regel, die sich unendlich multipliziert. Das heißt, hier wäre der nächste Salzburger Block, hier wäre der nächste, hier der nächste, hier der nächste. Dann würdest du, wenn du von oben gucken würdest, Google Maps, würdest du nur noch grün sehen. Ja, weil oben sind ja wirklich nur noch Parks und Teiche. Also du guckst praktisch in so eine grüne, blaue Utopie. Und hier zwischen sind aber dann noch Straßen? Oder sind die Straßen dann tatsächlich wirklich nur noch unter den, also bestenfalls unter den Parks? Ja, es gibt schon Straßen, ja, weil die Feuerwehr muss auf jeden Fall irgendwie auch Zugang bekommen. Aber die Straßen werden nicht genutzt, um zugeparkt zu werden, sondern da könnten Gärten angelegt werden oder Straßenfeste passieren oder endlich mal Streetfood. Irgendwelche Leute, die so Jahrmärkte machen und dann so kochen. Und also die Straße ist für die Menschen, für die Öffentlichkeit, ne, für Veranstaltungen, für Geburtstage, also für die Dinge, die halt die Menschen zusammenbringen. Also Fahrräder auch zum Beispiel. Ich finde es total spannend, wenn wir sonst an so Zukunftsstädte denken, dann wird ja oft so die Smart City, klimaneutral, alles fancy, clean, Big Data gesteuert, hervorgehoben. Smart City, ne? Genau, so Smart City. Ja. Wie smart ist so eine City? Was für ein neues Verständnis von Smart steckt dahinter? Ja. Oder wie siehst du die Rolle von Digitalisierung auch in der Zukunftsfähigkeit von Städten? Also die Ideen, zum Beispiel diese Idee ist im Rahmen der Forschung Circular City entstanden. Das ist ein Projekt, an dem ich forsche seit einigen Jahren, die zirkuläre Stadt. Da geht es darum, dass wir halt versuchen, die Funktionen der Stadt nicht nebeneinander zu sortieren. Zum Beispiel Schrebergarten neben dem Wohnviertel oder Supermarkt neben dem Friedhof, sondern Friedhof auf Supermarktdach rauf, Schrebergarten auf dem Dach von der Schule drauf. Also dass wir eher so zirkulär denken, damit wir auch die Pendlerwege reduzieren. Und also ich habe deine Frage vergessen. Was wäre sozusagen smart an der Stadt? Oder wie siehst du die Rolle von Digitalisierung für Zukunft? Also welche Rolle spielt Technik? Ne? Ich weiß, es gibt Firmen, die finden Technik total gut und die wollen unbedingt, dass man so mit dem iPhone zum Beispiel die Heizung anmachen kann. Ich meine, ich habe Finger, ich kann auch mit dem Finger die Heizung anmachen, aber manche glauben, es ist total wichtig, dass du, wenn du im Auto sitzt, dass du dann nochmal auf dem Smartphone die Heizung ausmachst oder anmachst. Ne? Ich will gar nichts gegen diese Technik sagen. Ja? Also wer das unbedingt braucht, dass die Jalousien runterkommen oder hochfahren mit künstlicher Intelligenz, ist okay. Ich finde einfach so menschliche Intelligenz auch okay, ja? Dass man einfach die Jalousie hoch und zu macht. Das kann man auch machen. Nichts gegen smarte Technologie.
bei diesem Ansatz geht es aber noch um was anderes als um, ich sag mal, Trends, ja, um technische Trends. Hier geht es schon um den Gedanken, wie können wir so bauen, dass die Kinder unserer Kinder das immer noch cool finden. Weißt du, also darum geht es. Weil in den 70er Jahren gab es viele Ideen. Manche sind sogar recht ähnlich, ja? Dass man sagt, die Autos kommen irgendwie dahin und die Fußgänger kommen alle da oben hin und so weiter. Also es gab schon viele Ideen in den 70er Jahren. Aber was die Leute damals, die Architektinnen und StadtplanerInnen, glaube ich, sich nicht gefragt haben, ist, ich finde es jetzt cool, ich finde Beton cool, jetzt in den 70er Jahren finde ich Sichtbeton cool, aber wie finden es eigentlich deine Kinder? Und wie finden es eigentlich die Kinder deiner Kinder? Finden die dann immer noch Sichtbeton cool, also 100 Jahre so abgeblätterten Beton, werden die das auch cool finden? Das haben die sich wahrscheinlich nicht gefragt. Ja? Das heißt, es geht hier um die Frage der Enkeltauglichkeit. Also ist das Ding enkeltauglich? Und deswegen sind die Fassaden ja auch so, wie sie sind. Die sind total verspielt und springt so hoch und runter. Und das ist nicht eine Fassade, die irgendwie gleichmäßig um den ganzen Block gerollt wird, sondern das soll verspielt sein, das soll sehr divers sein und soll vor allem reparierfähig sein. Also dass man sagt, okay, das Ding gefällt mir nicht, na gut, dann bau das halt einfach nochmal neu oder repariere das. Der Baum, der ist krank, na gut, dann müssen wir da einen anderen Baum pflanzen. Also dass es eher so punktuell auch von Menschen verstanden werden kann, das System, und auch repariert werden kann. Dahinter steckt diese Philosophie, die nennt sich auch Small is Beautiful. Das ist so eine Haltung. Die habe ich auch, ne, dass man guckt, dass kleinere Systeme vorzuziehen sind gegenüber so zentralen Systemen, wo alles so zentral gesteuert wird, zum Beispiel über so ein Smartphone oder über die Europäische Zentralbank. Ja, Beton ist ja tatsächlich so ein richtiger Klimakiller. Ne? Irgendwie in 2020 habe ich gelesen, sind 8% aller Treibhausgasemissionen oder CO2-Emissionen gehen aufs Konto von der Zementindustrie. Ja. Aus welchem Stoff ist die Stadt der Zukunft gebaut? Tja, also wir wissen im Moment nur, dass Holz eigentlich der ökologischste Stoff ist. Ja, vielleicht gibt es irgendwann noch irgendwas Besseres, Lehm vielleicht, keine Ahnung. Aber das Produzieren von Lehm, ne, mit Hitze, also man kann auch so einfach Lehm an die Wand klatschen, aber wenn man das brennt, dann hat man Ziegel, das ist ein bisschen haltbarer. Das braucht einfach viel Energie, ja, und letztendlich auch viel Wasser. Das heißt, das ist dann auch wieder nicht so ganz so ökologisch. Und Holz kannst du einfach so nehmen, wie es ist, und dann einfach anfangen, die Wand zu bauen, ja, oder einen Skelettbau zu machen, bis hin zu Hochhäusern. Das ist alles möglich mit Holz. Das heißt, ich habe im Moment die Meinung, dass man versuchen sollte, in Holz zu denken. Auch in den Maßstäben zu denken, die Holz braucht. Also du kannst zum Beispiel jetzt nicht eine Halle machen. Ja, zum Beispiel so eine Halle könntest du jetzt nicht aus Holz machen. Da müssten hier Stützen in der Mitte sein. Das heißt, du müsstest auch in anderen Maßstaben denken. Ne? Man würde wahrscheinlich, wenn man so eine Halle machen würde, für die Leuphana, würde man wahrscheinlich eher so 3 Hallen machen und dann gucken, dass die irgendwie intelligent miteinander zueinander stehen. Also der menschliche Maßstab ist, glaube ich, wieder sehr gefragt. Also wir sollten wieder zurückgehen zu dem, was ein Mensch auch tragen kann. Ja? Also auch Fensterformate. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr mal ein Praktikum gemacht habt auf einer Baustelle. Architektinnen, die denken sich gerne so riesen Fensterformate aus, aber irgendeiner muss das Ding dann tragen, weißt du, und in den 3. Stock und dann da verbauen und so. Und also Fensterformate, Glasformate zu machen, die einfach so ein Typ so tragen kann zu zweit, ist nicht verkehrt. Ja? Und es muss nicht hässlich aussehen. Und ich glaube, da müssen wir noch mehr hin, wieder zum menschlichen Maßstab. Von welcher Zeitlichkeit sprechen wir denn da? Wann könnte man sozusagen, wenn man sagt, auch unsere jetzt, die hier eingeschaltet haben, das ist die Idee, die wir für die Zukunft unserer Stadt brauchen, wie können wir das am besten jetzt schnell umsetzen? Ich weiß, dass es verschiedene Initiativen gibt. Zum Beispiel in Dortmund gibt es eine Initiative, die auch so versuchen, irgendwie sehr klein zu denken. Die machen halt so ganz viele so kleine Bungalows, kleine Tiny Houses auf einer grünen Wiese. Es gibt auf jeden Fall irgendwie Grundstücke am Stadtrand. Das ist ein Modell für den Stadtrand, ne, weil es nur 3 Geschosse hat. Also eigentlich 2 Geschosse plus diesen Dachgartengeschoss. Es gibt sicherlich da draußen ganz viele von diesen Grundstücken, wo viele nicht genau wissen, was machen wir damit. Und wenn ihr so ein Grundstück habt, dann schreibt mir doch einfach und dann mache ich euch einen Entwurf.
Das klingt doch nach einem sehr guten Angebot. Wir haben zwar das Zelt, aber vielleicht würde ich was bekommen. Van Bo, wenn du vielleicht bis Mittwoch hier noch eine kleine Stadt für uns bauen möchtest. Aus dem Zelt? Aus dem Zelt. Na du, dieses Häuschen ist gar nicht so viel größer als dieses Zelt. Ja, also das ist eher so wie so eine Laube aus den Schrebergärten, ne? Kennt ihr alle. Ne? Also das ist eher das Format von diesem Haus. Weil ich finde, das ist ein Format, da kann man glücklich drin werden, das geht. Vielleicht jetzt nicht zu 5, aber zu 2 funktioniert super und hat einfach nicht so einen riesen CO2-Abdruck. Das klingt ja schon nach einem sehr guten Input, den wir definitiv jetzt die nächsten paar Tage und natürlich darüber hinaus behalten sollten. Van Bo, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns hier einen Einblick gegeben hast. Wollt ihr mich jetzt schon rausschmeißen? Nein, du bleibst bitte noch hier. Das geht bitte hier danach noch weiter. Alle bleiben jetzt hier noch zugeschaltet. Aber wir müssen einmal schauen, was wir für die nächsten Tage noch mitbringen müssen. Und da werden uns Laura und Jakob einmal aufklären. Ja, wie so ein Camp, oder? Hast du Zelt dabei? Nee, aber ich glaube es nicht. Ja, herzlich willkommen zum Utopiesommer 2021. Wir sind Jakob und Laura und wir haben ein ganz schönes Experiment mit euch vor. Morgen und übermorgen kommen an 100 Orten in Deutschland und sogar darüber hinaus Utopie-Camps zusammen und ihr werdet ein Teil davon sein. Es sind ganz viele interessante Anliegen, Ideen, Fragen, Utopien schon im Raum und wir sind super gespannt, was in den 2 Tagen damit passiert. Was erwartet euch? Vor allem erwarten euch erstmal eure GastgeberInnen, die euer Camp vorbereitet haben und die anderen Teilnehmer mit unterschiedlichen neuen Perspektiven, um gemeinsam eure Utopien zu diskutieren. Genau. Und dann geht es darum, die zu erkunden, diese unterschiedlichen Perspektiven in der Utopie unterwegs zu sein und einfach auch diese gemeinsame Zeit miteinander zu genießen. Eure Gastgeberinnen haben diese 4 Umschläge von uns bekommen und den ersten werdet ihr morgen gemeinsam öffnen und da ist dann alles weitere drin, wie es so weitergeht. Was müsst ihr denn jetzt noch mit? Ja, vor allem Lust und Neugier, die anderen kennenzulernen und Lust und auf neue Perspektiven, um gemeinsam eure utopischen Gedanken zu diskutieren. Und was noch? Eine Flasche Wasser, ist immer nicht schlecht. Ein bisschen Proviant und vielleicht ein Beitrag zum Buffet. Euer persönliches Notizbuch, ganz wichtig für die ganzen interessanten Ideen, die euch bestimmt kommen. Und euer Telefon mit der installierten Rocket Chat App, weil darüber kommunizieren wir mit euch die nächsten 2 Tage. Und da hört ihr schon morgen früh mit der nächsten Videobotschaft von uns. Genau, bis dann. So sieht's aus. Und auf Rocket Chat habt ihr auch die Möglichkeit, da nämlich im Utopiestudio konkret Fragen zu schreiben, hier ins Studio, die wir dann an die Gäste stellen werden. Also großartig. Und eine Sache von uns noch, ein bisschen Nervennahrung, nicht nur Gemüse, sondern vielleicht auch ein paar Süßigkeiten. Denn utopisch denken kann ganz schön anstrengend sein. Aber unser Feuer ist weg, wir können jetzt gar nicht grillen. Egal, räumen wir gleich wieder her. Genau. Ja, wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr. Vorher geht es aber natürlich für euch auch schon los, nämlich um 10.30 Uhr mit dem Kennenlernen, dem utopischen Kartendeck. Uns bleibt, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Genießt die Zeit, habt gute Tage. Es ist wirklich ein besonderes Unterfangen, was hier passiert. So viele Leute, die an so vielen unterschiedlichen Orten an utopischen Ideen basteln. Das finde ich einfach fantastisch. Ich freue mich drauf. Exakt. Schön, dass ihr da seid. Und ich würde sagen, auch wir sollten jetzt, wir sprechen nochmal mit Van Bo und dann müssen wir aber auch in die Haie. Und ich glaube, ich schlafe tatsächlich, ich bleibe tatsächlich heute im Zelt. Insofern schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns morgen wieder und ich mache es mir jetzt mal gemütlich. Gute Nacht, Cornelius. Tschüss. Du wächst mich morgen, Johanna. Ja, ich esse in der Zeit einfach schon mal ein paar Marshmallows. Super, wunderbar, perfekt. So machen wir das doch. So.